Liebe Widder, hier kommt eure Vorausschau, Veränderungen der nächsten 1-2 Monate für euer Kollektiv. Und wir schauen uns an, was ich euch mitteilen darf. Ihr habt ja das Mitschöpfertum. Die Heuschrecke mit der Entwicklung. Und wow, ihr habt noch die Vollendung dabei. Mit dem Seepferdchen geht es um eure Emotionen und um eine Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Ihr dürft auf gute Nachrichten hoffen und ihr dürft Zeichen empfangen. Das Seepferdchen lehrt auch, wie man sich anpasst an gegebene Situationen, ohne dass man sich selbst verliert. Es aktiviert Schutz- und Heilkräfte in einem und es bringt so einen Einklang mit dem Innen und dem Außen. Und hier ist irgendwo für euch eine Befreiung zu sehen. Die Heuschrecke, die bringt euch ganz neue Impulse mit. Da dürft ihr euch mal so ein bisschen treiben lassen, spielerische Energie reingeben, euch an den Augenblick hingeben. Und hier sind ganz viele neue Räume, die sich euch eröffnen. Die Heuschrecke soll euch auch an die Fülle des Lebens erinnern, also an den kreativen Ausdruck. Natürlich haben wir hier die Farbe Grün, die für die Genesung steht und für die Erneuerung. Und es ist einfach so, dass sich da Fortschritte auf eurem Weg zeigen und dass ihr große Sprünge machen könnt. Möglicherweise könnt ihr auch Ideen in die Tat umsetzen und eure Vorhaben stehen einfach unter einem guten Stern. Mit dem V habt ihr dann hinten dran noch die Vollendung. Hier ist dann nicht mehr so viel Materie, sondern man schaut auf das große Ganze. Man ist verbunden mit allem und hier sind sehr viele Antworten für euch. Das ist ja auch der Pfau, der stolziert, ne, in euer Leben, erinnert an das Paradies, an die Möglichkeiten des Lebens. Und hier möchte etwas mit euch in Kontakt gehen, wo ihr mehr Führung erfährt. Es ist auch so eine Zeit, wo man wieder innerlich leer wird, um neu zu empfangen. Und da ist viel kosmische Weisheit auch für euch zu sehen. So, dann schauen wir ein bisschen weiter. In welchen Bereichen ist hier Entwicklung und Vollendung für die Widder? Ja, da nagt etwas an euch. Möglicherweise gibt es Verluste oder Mangelgedanken aus der Vergangenheit, die euch noch beschäftigen oder an euch zehren. An sich sind es so Dinge, wenn ihr an Mitschöpfertum denkt, und man nährt Mangel, ist es eben auch so, dass man Mangel auf die Welt bringt. Ihr dürft euch hier im kleineren Bereich wieder dem Guten zuwenden und dem Erfolg. Ich sehe für euch kürzere Wege und schnelle Aktionen. Irgendwo lasst ihr euch auch was weg, was umständlich ist oder was euch in der Vergangenheit auch kein Glück gebracht hat. Es sind so Kurskorrekturen. Hier ist es auch so, dass ein schweres Kreuz, das ihr getragen habt, abgemildert wird. Wir haben die kurzen Zeiträume dabei, auch die schnelle Energie. Und ihr habt die Sonne. Hier ist es tatsächlich Vollendung. Ne? Hier wird eine schicksalshafte Herausforderung angenehmer. Ihr habt ein Stück eurer Lebensaufgabe hier abgearbeitet. Ich habe hier das Umfeld, eure gute Grenzen, die Sachen, die euch umgeben, die euch beglücken.
Und ich habe trotz allem auch so das Thema, irgendwo werden noch ehrliche Worte gesprochen, irgendwo gibt es noch Abgrenzungen oder irgendwo seid ihr auch schlau. Ne? Ihr guckt euch genau an, mit was umgebe ich mich, was trägt mich, was nährt mich. Rechnet mit guten Nachrichten. Nachrichten, die rasche Änderungen mitbringen. Wenn ihr hier auf irgendwelche Sachen wartet, Beschlüsse, Zusagen, irgendwas, dann lohnt es sich hier, wenn ihr für euch einsteht. Wenn ihr auskommuniziert, auch was euch zusteht, dann habt ihr hier auch die Zusage. Das kann auch so eine Lebensaufgabe sein, die er in die Vollendung bringt. Ne? Dieses Ich stehe für mich ein, ich hole mir das, was mir zusteht, mir nimmt niemand die Butter mehr vom Brot mit dem Mitschöpfertum. Das hat man bei euch hier im verbalen Bereich, also in der Sprache drin, dass ihr da auch viel Emotion nach außen trägt oder vielleicht auch Grenzen zieht. Ich habe hier im Beziehungsbereich, es kann jetzt tatsächlich Liebe, Partnerschaft sein oder auch im häuslichen Bereich, neue Verbindungen, neue Verträge, stabilisierende Dinge, Möglichkeiten, euch neue Türen zu öffnen, mehr Sicherheit zu erleben, wenn hier der ein oder andere eine häusliche Angelegenheit regeln möchte, dann sieht man es hier sehr gut. Die Liebe ist gefallen, die Herzensangelegenheiten. Es sind auch viele Mutterthemen, die ihr auflöst oder viele Sachen, wo ihr irgendwo einen Umweg fahrt, einen Giftstachel drin sitzen habt, etwas, was euch vielleicht auch in der Entwicklung schon lange mit auf dem Weg ist. Ja, ich glaube, das seht ihr jetzt hier aus einer anderen Warte. Es geht auch um langfristige Prozesse, wo ihr einfach spürt, dass ihr aus einer Situation auch aussteigen könnt, ohne dass ihr noch federn lässt. Unten haben wir tatsächlich das neue Kapitel, das für euch ansteht, das Wissen, das ihr braucht, das euch langfristig weiterbringt. Und es kann auch sein, dass ihr euch hier irgendwie distanziert, ne, von Dingen, die euch nicht mehr gut tun, von Sachen, die sich im Kreis drehen, und ihr steht hier voll für euch ein und könnt dadurch eben auch die Sprünge machen. Hier ist noch der Bereich Selbstständigkeit. Da sieht man auch neue Verträge, neue Aufträge oder auch gute Prozesse, die mit den Ämtern oder Behörden zu tun haben. Und das Thema ist auch irgendwo unabhängig sein. Ne? Guckt mal. Ihr habt hier das große Glück mit dabei und unten die Karte Erwartungen aus dem Kipper-Deck. Das ist von der Zeit her auch eine Karte, die relativ gut in den Raum passt, den wir abfragen. Das sind so die nächsten 1 bis 3 Monate. Und da habt ihr so Planungsphasen, Vorbereitungsphasen. Ihr habt tendenziell gute Erwartungen, aber etwas braucht auch mehr Zeit. Ihr braucht nichts übers Knie brechen. Wir haben hier die schnelle Energie, ne, die plötzlich verfügbar ist, aber das ist nichts, was sofort sich zeigt, sondern das ist etwas, wenn ihr dran bleibt, wird es eure Erwartungen auch erfüllen. Tatsächlich habt ihr hier dann noch Fortunas Füllhorn, das sich ausschüttet. Da macht man gute Erfahrungen, da ist man erfolgreich, man meistert unangenehme Dinge sehr gut.
Man kann großzügig weitergeben oder an sich großzügig auch genießen. Im Prinzip ist es eine Trumpfkarte. Also wenn sich hier etwas verzögert, was hier sehr schnell angeschubst wird, dann habt ihr das Ergebnis aber ein bisschen später. So, welche Pflanze begleitet euch? So, ihr habt die Schafgabel. Da ist so diese Emotion, es kann mir nichts passieren, ich bin safe, ich bin in meiner Mitte, meine Aura wird gestärkt. Und ihr habt den gewundenen Pfad mit dem Thema Flow. Das finde ich hier sehr passend, denn ihr habt hier ja die Umwege und hier mit der Sense auch die Kurskorrektur. Und möglicherweise seid ihr in der Vergangenheit auch viele Wege gegangen, die umständlich waren oder die immer wieder mit Hindernissen verbunden waren oder Windungen. Es bedarf hier ein bisschen mehr Flexibilität von euch. Und auch so nicht das Schnelle, hier wird sehr schnell etwas möglich. Und die Karten sagen aber hier, breche nichts über das Knie, sondern überlege dir genau, wo die Reise hingeht und genieße auch deine Reise. Man muss auch nicht alles abchecken, hier ist sehr viel, ich möchte Kontrolle haben. Aber hier kriegt ihr auch gesagt, dass sich alles auf beste Weise fügen wird. Dass es manchmal auch ein bisschen Vertrauen braucht, gerade wenn man in der Vergangenheit viel gelassen hat und dass ihr nichts erzwingen braucht, denn hier kommen die Dinge auch ganz gut von alleine ins Leben oder zusammen. So, was sagen die Vögelchen noch? Er hat die Schwalbe. Ich kündige eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Seid euch da immer auch bewusst, inwiefern ihr Mitschöpfer seid. Ne? Hier kommen gute neue Sachen, wo ihr euch relativ zügig entwickeln könnt und dann auch in eine Phase kommt, wo ihr tatsächlich komplette Vollendung erfährt bei etwas, was euch schon länger trifft. Welcher Platz, welche Aura, von welchem Platz ist hier? Ihr habt zwei bekommen. Einsteils ist es das Himmelbett, ne? So Schutz unter einem Bett zu finden, wo ein schöner Himmel drüber ist. Das Schweifen in die Ferne und ihr habt den Zehntgarten noch mit dabei. Dann nehmen wir eine Karte für die Fülle. Für die Lieben wieder. Was habe ich da für euch? Worte der Fülle. Du hast die Fähigkeit, umgehend Fülle zu manifestieren, indem du positive, machtvolle Worte wählst. Beschreibe deine persönliche finanzielle Situation und die der Welt mit liebevollen und optimistischen Begriffen. Und genau das ist es, was du für dich selbst und andere realisierst. Also die Macht des Wortes hier einsetzen, um gut zu ernten auch. Ihr habt Kommunikation an sich dabei, Gespräche, Nachrichten, Austausch auch. Und zuletzt, gute Nachrichten sind auf dem Weg, das habt ihr zweimal. Also ich glaube sogar in verschiedenen Bereichen ist das, wo ihr vielleicht irgendwo erst erhofft, erwartet oder auf Zusagen wartet und hier kommt es so rein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis bald.